Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Heute geht es um da hinten, den Kleinen. Das ist Bendix, wie vielleicht ein paar von euch wissen. Hollywood ist ja eine Pachtstute von uns, die wir von ganz lieben, befreundeten Züchtern gepachtet haben jetzt für 1 oder 2 Jahre. Das haben wir noch nicht so ganz genau abgesprochen. Und die hat den Bendix halt mitgebracht, also der ist dort geboren. Wir haben ihn dann aber halt natürlich mitgenommen. Er ist jetzt erst von April, also ist jetzt 4 Monate alt und ja, haben halt gesagt, wir vermitteln ihn von hier aus. Da findet sich bestimmt ein schönes Zuhause. Ist ja auch ein mega hübsches Fohlen da, kleiner Palomino. Ganz, ganz lieb auch. Ich meine, Hollywood ist auch eine super schöne Stute. Und genau, heute geht es auf jeden Fall um den kleinen Bendix. Der kleine Bendix hat nämlich irgendwie sehr viel Pech gehabt schon in seinem kurzen Leben. Und zwar jetzt genau vor einer Woche oder vor etwas über einer Woche bin ich halt auf der Wiese gewesen. Also er stand mit in der ganz großen Herde bei allen anderen Fohlen mit seiner Mutter und habe halt so meine tägliche Kontrolle da gemacht, Zaun nachgucken, einmal so über die Ponys gucken und er war mit Hollywood auch in der Wiese unterwegs. Also er ist nicht der oberzutraulichste, nicht so aufdringlich wie Emmy oder Purzel oder so. Deswegen sieht man ihn manchmal nur so wie jetzt. Also er ist lieb, man kann hingehen, ihn streicheln, er ist auch ganz happy, aber er ist nicht aufdringlich. Und habe mir auch erst nichts gedacht. Er ist halt mit Hollywood da rumgelaufen. Dann habe ich mich in die Wiese gesetzt und habe gedacht, komm, jetzt willst du ihn doch mal durchkraulen, weil irgendwie kommt er immer ein bisschen zu kurz. Die anderen drängeln sich halt immer vor und er ist dann immer so der Hinterste und kriegt dann nicht so viel ab von den Streicheleinheiten. Und ja, bin dann gezielt halt auch mal hingegangen und habe dann gedacht, so okay, irgendwie sieht das Auge rechts ein bisschen komisch aus. Es war so ein bisschen eitrig und dick, angeschwollen gar nicht. Er hat es auch ganz normal aufgemacht, aber es war auch so ein bisschen, also man hat gesehen praktisch, dass da irgendwie eine Verletzung auch auf dem Auge sein muss. Habe dann sofort den Anhänger geholt, Stute und Fohlen von der Wiese geholt, zum Stall gebracht erstmal, dass er halt erstmal runter von der Wiese ist und aus dem Licht, weil wenn die irgendwie eine Augenentzündung oder eine Verletzung haben, ist halt auch Sonnenlicht natürlich mega unangenehm und Fliegen und so weiter. Habe die erstmal zum Stall gebracht und habe dann im Stall halt wirklich mal ganz genau dabei geguckt, habe das Auge mal richtig aufgemacht, mal reingeguckt und habe halt gesehen, okay, der hat eine riesige Hornhautverletzung, also ungefähr so groß wie ein Centstück. Der muss also irgendwo wahrscheinlich sich an einem Ast oder irgendwas, also sich den richtig ins Auge gerammt haben, irgendwie aus Versehen. Und ja, die Verletzung war halt ziemlich groß. Tierarzt hatte ich sowieso angerufen, schon während ich den Anhänger geholt habe. Der kam auch ungefähr eine halbe Stunde später, hat direkt Schmerzmittel bekommen, hat sich das Auge angeguckt und da war eigentlich schon klar, na Hollywood, da war eigentlich schon klar, okay, das sieht wirklich schlecht aus. Also bei so kleineren Hornhautverletzungen kann man mit Salben, wenn man wirklich 2- oder 4-stündlich salbt, mit verschiedenen Salben, kann man das ganz gut in den Griff bekommen. Das haben wir schon 2-mal gehabt, so ganz kleine, wirklich winzige Hornhautverletzungen, die total folgenlos ausgeheilt sind. Also überhaupt kein Problem, aber das war halt echt eine andere Hausnummer. Wir haben dann hin und her telefoniert und Tierarzt nochmal mit seinem Chef telefoniert und überlegt, was wir machen. Fahren wir in eine spezielle Augenklinik, fahren wir hier bei uns in die Nähe in die Klinik. Und es war aber allerdings relativ schnell klar, dass man das Auge halt leider nicht mehr retten kann, dass man das entfernen muss. Und ja, wir haben ihn dann in die Klinik gefahren, hier bei uns in der Nähe. Der Tierarzt hat gesagt, er kann das, er macht das, ist kein Problem. Er ist dann operiert worden direkt am nächsten Tag und ja, das Auge ist halt entfernt worden. Ich zeige es euch jetzt gleich mal, sieht auch gar nicht schlimm aus. Es ist halt einfach entfernt worden und dann wird das ja erstmal so zugenäht. Man sieht das da hier so ein bisschen, die Klammern und die Fäden. Ich hoffe, es ist jetzt nicht für den einen oder anderen zu eklig, aber es sieht wirklich nicht schlimm aus. Wie gesagt, Bendix macht das auch überhaupt nichts aus. Der ist da ganz, hat sich da schon mega gut dran gewöhnt, auf jeden Fall. Ist auch gar nicht schreckhaft oder so auf der Seite. Also wie gesagt, er ist dann direkt am nächsten Tag operiert worden. Die haben dann auch direkt angerufen und haben gesagt, es ist alles super verlaufen. Sieht total gut aus. Das Auge ist verheilt gut. Er ist ganz unauffällig, ist schon ganz munter, trinkt wieder bei der Mama. Und wie man sieht, er ist ganz, ganz glücklich, wenn man kommt und ihn ein bisschen krault. Jetzt sind da halt noch Fäden und Klammern drin, damit das halt zugenäht worden ist. Und die werden aber in einer Woche jetzt entfernt, also nach 12 bis 14 Tagen ungefähr. Das wird vielleicht noch mal ein bisschen blöd, weil es ja schon eine doofe Stelle ist da am Auge. Ja, und dann ist die Sache eigentlich schon ausgestanden. Also bekommt jetzt kein Schmerzmittel, kein Antibiotikum schon mehr mittlerweile. Wie gesagt, es ist super gut verheilt. Er ist da auch, sieht man ja hier, also überhaupt nicht empfindlich. Kann ihn an der Seite anfassen. Man muss natürlich, wenn man jetzt von der blinden Seite, er ist ja jetzt quasi natürlich blind auf der einen Seite, auf ihn zugeht, muss man ihn natürlich vorher ein bisschen ansprechen oder halt erst ihr einmal anfassen und dann darüber packen. Aber dann ist er da super, super unempfindlich. Also ich bin ganz happy.
Er hat das richtig gut überstanden. Ich glaube, dadurch, dass er so jung ist, wird er sich da auch einfach noch schneller dran gewöhnt haben. Er kennt es ja jetzt fast schon nicht mehr anders. Hat natürlich auch das Glück, dass er einfach noch da mit Mama unterwegs ist und die ihm natürlich viel Sicherheit gibt und er ja jetzt aktuell immer einen Pony hat, an dem er sich orientieren kann. Das bringt mit Sicherheit nochmal einen großen Vorteil. Wir haben ihn jetzt hier mit Gusie und mit unserem anderen kleinen Sorgenkind hier zusammen auf der Wiese stehen. Die sind jetzt für sich. Das klappt super, also die Stuten verstehen sich gut und beide Fohlen sind halt nicht so besonders wild. Also Purze zum Beispiel oder Pünktchen oder so, die sind ja nur die wollen ja nur raufen und toben und kämpfen und steigen und keine Ahnung. Und die beiden, er hier ist halt eh noch jünger, der ist eh noch nicht so wild und das passt halt richtig gut. Also die lassen sich gegenseitig in Ruhe und liegen schon viel nebeneinander oder stehen nebeneinander, spielen miteinander, aber lange nicht so wild, wie die anderen das machen würden. Ja, von daher klappt das recht gut. Wie gesagt, sonst geht es ihm gut. Besitzermäßig, also er war ja verkauft oder ist verkauft. Ich habe die Besitzerin, habe der natürlich sofort Bescheid gesagt. Also mein erster Anruf war, jemanden anrufen, der mir hilft, die von der Wiese holen. Zweiter Anruf Tierarzt, dritte Nachricht an die Besitzerin und habe halt gesagt, hier, ich muss die von der Wiese holen, der hat eine schlimme Augenverletzung, ich melde mich, sobald ich was weiß. Dann haben wir natürlich in Kontakt geblieben. Der Tierarzt hat auch nochmal mit ihr selber telefoniert, halt auch nochmal gesagt, okay, wir haben da jetzt eigentlich keine Chance, als das Auge rauszunehmen. Also was andere Therapieoptionen gibt es jetzt halt nicht. Also dafür war die Verletzung einfach zu groß und zu schwierig. Und ich habe ihr natürlich direkt angeboten, also wenn irgendwas ist, wenn du da jetzt nicht mit klarkommst, also natürlich würde ich das Fohlen zurücknehmen. Oder ihn behalten erstmal, also überhaupt kein Problem. Ich meine, ich könnte das verstehen, wenn jemand sagt, naja, ich habe mir aber eigentlich ein gesundes Fohlen jetzt hier ausgesucht und ich möchte das nicht, aber war mir insgeheim schon sicher, dass es nicht passieren wird, weil ich kenne die Besitzerin auch schon sehr gut und sehr lange und ja, die hat natürlich sofort gesagt, nein und wir machen alles und natürlich und ich mag den ja trotzdem, ob er jetzt ein Auge oder zwei Auge hat. Ich meine, sowas kann natürlich auch immer passieren, wenn einem das Pony ja schon gehört, ist ja jetzt. Ja, man muss ja immer damit rechnen, dass sowas ist. Und die hat mega, mega, mega gut reagiert und war auch schon hier, hat ihn besucht, hat sich das angeguckt und war ganz besorgt. Und wir sind da regelmäßig in Kontakt gewesen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall super froh, dass das trotzdem weiterhin klappt. Zu der ganzen Story mit ihm und so weiter, da kann ich euch auch nochmal ein Video zu machen. Er wird nämlich auch nicht alleine umziehen demnächst. Aber das werde ich euch auch nochmal genauer erzählen. Heute geht es erstmal nur um diese Augengeschichte. Ja, ich hoffe, ich konnte da dem einen oder anderen auch so ein bisschen die Angst nehmen, wenn sowas passiert, dass es also erstmal ein Riesenschock ist, aber für die Pferde gar nicht mal so ein Problem. Die Operation, wie gesagt, hat er auch super gut überstanden, hat unser Tierarzt halt auch echt richtig gut gemacht. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mit Bennings weitergeht. Vielleicht auch nochmal, wenn Interesse dran ist, ein Video machen, was wir da jetzt so speziell, was man da beachten muss bei einem Pferd, das halt auf einer Seite nichts mehr sieht oder auch nur noch ein Auge hat. Und wenn da Interesse ist, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Sehr gerne abonnieren oder ich blende euch noch ein paar andere Videos jetzt ein, könnt ihr gerne weiterklicken. Ich freue mich immer sehr über Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.